Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute mache ich mal für euch Martins absoluten Lieblingskuchen, nämlich Pflaumenkuchen mit Streusel oben drauf. Ich zeige euch einmal die Pflaumen, die sehen schon gut aus. Bei euch müsste die Pflaumensaison ja so langsam anfangen und deswegen haben wir uns gedacht, passt das? Und Martin freut sich besonders darüber. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch einmal. Außer der Pflaumen. Die Mengenangaben schreibe ich euch natürlich wieder in die Videobeschreibung, weil ich mache garantiert hier was falsch, deswegen sage ich die euch gar nicht. Zum einen ein Ei, Zucker, Butter, das ist Vanillezucker, Salz und Backpulver. Dann haben wir hier noch Milch und Mehl und für die Streusel ebenfalls Salz, Mehl und Zucker. Und im Kühlschrank habe ich auch noch mal Butter, die hole ich nur jetzt nicht raus, weil für die Streusel muss sie hart sein. Und bis ich die mache, ist sie dann nämlich weich, weil es so warm ist. Und eine entweder gefettete Form oder mit Backpapier ausgelegte Form. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. In die Schüssel kommt jetzt der Zucker. Dann die Butter, wenn sie will. Sie will nicht so ganz. Dann der Vanillezucker und das Salz. Das Backpulver tue ich schon mal hier ins Mehl rein. Das muss nämlich eigentlich nur gemischt werden. Und das Ei. Und das schlagen wir jetzt kurz auf, bis es schaumig ist. So, das ist vollbracht. Tue ich das hier einmal weg. So, kurz Platz gemacht. Die Maschine stört hier nämlich. Die schwarzen Stücke da drin sind wie immer die Vanille. Das kennt ihr, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Jetzt geben wir nach und nach das Mehl und die Milch dazu und verrühren das. Machen wir mal so ein bisschen. Wenn ihr jetzt eine Maschine habt, könnt ihr das natürlich auch damit machen. Meine schafft das allerdings nicht mehr. Aber ich schaffe das auch von Hand. Das kriege ich noch hin. Immer wieder, wenn es ein bisschen fester wird, dann macht ihr wieder Milch rein. Wenn es so flüssig ist, tut ihr wieder Mehl rein, bis alles weg ist. Dann muss halt ein richtig schöner Teig, glatter Teig werden. Jetzt wieder sehr flüssig, jetzt kommt wieder Mehl rein. Martin wird zugestaubt. Solange ich genug Pflaumenkuchen abstauben kann, lasse ich mich auch zustauben. Na, ausnahmsweise mal. Kriegst du vielleicht ein Stück. Der Teig ist soweit gut. Jetzt nehmen wir uns die Form, die Springform, und tun den da rein. An der Pflaumenmenge müsst ihr natürlich gucken, wie viel ihr da gerne drin haben wollt. Ne? Das ist auch immer alles so Geschmackssache. So, jetzt verteilen wir uns den hier in der Form. Ich klebe mir das Backpapier am Rand immer mit so ein bisschen Butter fest. Dann hält das besser. Ihr könnt das wahrscheinlich auch mit Margarine machen. Wir benutzen halt eigentlich immer Butter. So, ich möchte den trotzdem nicht, den Rand, dass er an der Butter fest, oder heißt an der Butter fest. Besteht immer die Gefahr, dass der Teig halt am Rand festklebt. Und dann müsste ich mit dem Messer da rein, dann zerkratze ich mir die Form nachher noch. Das möchte ich halt einfach nicht, deswegen mache ich das so mit dem Backpapier. So sieht das jetzt aus. Noch
grob verteilen. Dann können wir jetzt nämlich schon die Pflaumen schneiden. Den Rest drücke ich dann auch mit den Pflaumen in Form. Dazu nehmen wir uns hier einfach drehen. Vierteln oder Achteln? Viertel. Viertel. Oder eine Achtel, glaube ich. Achtel? Die Achteln. Zwetschgen würde ich nur Viertel. Okay. Mein Pflaumenexperte sagt die Achteln. Zwetschgen wird er nur Vierteln. Zwetschgen sind da eigentlich nur so eine abgewandelte Form von Pflaumen. Und die sind von innen halt recht grün. Grün-braun so, die Pflaumen sind rot. Gibt aber auch verschiedene Pflaumensorten. So. Stellen oder legen? Ja. Gut. Man muss immer den Experten fragen. Und jetzt stellt ihr die da rein. Schön dicht aneinander, damit viele reinpassen. Weil Genau. Der Experte will viele haben. Das werdet ihr bestimmt gehört haben. Wir haben jetzt hier 1 Kilo Pflaumen. Ich stelle die erstmal weiter auseinander und dann gleich nochmal näher aneinander. Weil je mehr kommen, desto mehr geht der Teig dann auch noch so dazwischen. Und das macht ihr jetzt am besten erstmal mit allen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alle da reingestellt habe, nicht gelegt. Richtig schön reindrücken. Der Kuchen ist soweit fertig jetzt für die Streusel. Jetzt machen wir uns nämlich die Streusel. Ich tue schon mal einmal alles hier in die Schüssel. Halt jetzt das Zucker. Der Zucker, meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Dann das Mehl. Und das Salz. So, und jetzt schneiden wir uns einmal die Butter hier. Na. So ein paar so Stücke. So, dass ihr hier so ein paar Stücke habt. Jetzt kommt nämlich der patschige Teil. Jetzt könnt ihr Fingerspitzengefühl zeigen. Die Butter in das Mehl und den Zucker und das Salz. Und jetzt mit den Fingern, also mit den Fingerspitzen zerdrücken quasi und vermischen, bis das Streusel entstehen. Den Backofen könnt ihr eigentlich auch schon mal auf 200 Grad vorheizen, Ober-Unterhitze. So müssen die Streusel aussehen. Ihr dürft nicht feste drücken, weil, zeige ich euch einmal, dann habt ihr nämlich hier so einen Brocken. Aber das kriegt ihr auch. Das kriegt ihr auch wieder locker. Jetzt eigentlich nur die Streusel hier auf dem Kuchen verteilen. Schön überall, auch so die Zwischenräume. Und der sieht ja jetzt schon mega aus. Ja, das fällt schwer, den jetzt nicht schon essen zu wollen. So, gut, da gehört noch was hin. Oh, der wird geil. So. Ha! Der kommt jetzt für ca. 45... Ja, der sieht ein bisschen chaotisch hier aus. Der kommt jetzt für ungefähr 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den probieren. Oder probiert Martin den? Das werden wir sehen. Guck mal. Ich gehe aber auch noch mal Hände waschen zwischendurch. Bis gleich. Unser Kuchen ist fertig. Zum Glück geht es im Video schneller als bei uns im Echt. Wir haben den nämlich auch noch ein bisschen abkühlen lassen. Aber ich schneide den jetzt natürlich an für euch. Nur für euch. Ganz selbstlos. Dann probiere ich auch mal ein Stück ganz selbstlos. So. Ja, guckt euch den mal an. Sieht der geil aus oder sieht der geil aus?
Der sieht mega aus. Also ich brauche da keine Sahne drauf. Gut, dass er jetzt nicht gemerkt hat, dass ich die Sahne vergessen habe zu machen. Aber richtig geil. Mega. Der ist immer noch schön saftig. Ich weiß nicht, ob ihr das ist immer blöd zu zeigen. So. Richtig, richtig geil. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Boah, geil knusprig die. Weiß nicht.